Wir schauen uns jetzt einmal an, wie wir mit dem XCAF Pilot und nur einem PDF-Plan uns on-site direkt unsere Baugruben erzeugen können. Ich habe hier einen neuen Arbeitsplatz erstellt und wir haben hier ein PDF bekommen, welches ich jetzt erstmal hier über Designmenü PDF importiere. Das ist hier die Entwässerung, die gleichzeitig die Bodenplatte von dem Haus enthält. Ich habe hier vorab vom Vermesser bereits 2 Punkte einmal markiert bekommen und werde jetzt als erstes anhand dieser 2 Punkte meine Bodenplatte georeferenzieren. Das heißt, ich zoome mir hier mit dem mittleren Kreuz auf die Stelle, die ich als nächstes antasten will. Punkt antasten und laufe jetzt diese Stelle hier in echt an, sodass die Spitze vom Roverstab auf der entsprechenden Stelle sitzt und taste diesen Punkt an. Okay? Jetzt habe ich meinen ersten Punkt angetastet und dies mache ich mit meinem zweiten Punkt. Es empfiehlt sich für die 2 Punkte, dass diese beiden Punkte möglichst weit auseinander liegen, damit das PDF möglichst präzise skaliert und orientiert wird. Machen wir hier auch mit dem zweiten Punkt, ebenfalls erfasst. Wir könnten jetzt, wenn wir auch mehr Punkte noch hier abgesteckt bekommen hätten oder antasten können, zum Beispiel Grenzsteine oder so, auch weitere Punkte antasten. Wir haben jetzt hier unsere beiden Punkte des PDF georeferenziert. Jetzt können wir weitere Punkte aus dem PDF abstecken. Das heißt, wir können hier sagen, diesen Punkt benötige ich zum Beispiel noch, PDF-Punkt hinzufügen. Und diesen Punkt hier drüben benötige ich auch noch zum Abstecken. Okay, speichern. Jetzt habe ich hier diese Punkte, die ich gerade aus dem PDF abgesteckt habe, zusätzlich mit hier in der Ansicht drin. Ich kann jetzt diesen zweiten Punkt anwählen und sagen, ich möchte diesen jetzt anlaufen. Jetzt zeigt er mir an, wohin ich laufen muss, um diesen Punkt anzulaufen. Jetzt nehme ich mir mein Markierspray, kann den Punkt genau hier abstecken und entsprechend markieren. Gleiches mit dem zweiten Punkt. Wähle den Punkt an, klicke wieder auf Anlaufen, sehe direkt, in welche Richtung ich laufen muss und kann auch diesen Punkt hier direkt abstecken und markieren. So, als nächstes wollen wir auch zusätzlich die Punkte, die wir vorhin zum Antasten genutzt haben, hier als Punkte erfassen. Weiterer Punkt, okay. Auch hier wollen wir einen Punkt erfassen. Okay. Jetzt haben wir hier unsere Punkte 1, 3, 2, 4, aus denen wir jetzt die Baugrube direkt erstellen können. Dafür gehen wir hier auf Baugrube und wählen die Punkte 1, 3, 2, 4 der Reihe nach an. Okay, wir sehen auch, das ergibt ungefähr das, was wir haben wollten. Weiter. Und können jetzt eine Sohlenhöhe zur Referenz bestimmen. Das heißt, wir suchen uns eine Höhenreferenz. Meinetwegen wissen wir, dass die Stelle hier in der Mitte zum Beispiel ein Schacht sei und hier eine gewisse Höhe bekannt ist. Soll die Baugrube genau 40 cm unterhalb dieses Punktes liegen. Das heißt, wir müssen minus 0,4 Meter nach unten versetzen. Benötigen eine Böschungshöhe von beispielsweise 2 Metern. Die darf durchaus höher sein als real benötigt. Ein Böschungswinkel von 45 Grad und einen Arbeitsraum von 20 cm, weil wir noch meinetwegen dämmen wollen. Okay, fertig. So, jetzt haben wir hier direkt aus dem PDF unsere Baugrube erstellt und können diese Baugrube als Referenz nutzen. Wir sehen jetzt auch hier schon, wir müssen genau an der Stelle, wo wir jetzt angetastet haben, genau 40 cm ab. Jetzt kann es sein, dass wir uns verlesen haben und wir in Wirklichkeit zum Beispiel 1 Meter ab müssen. Was wir jetzt machen können, ist, wir können die Baugrube anklicken, editieren, uns durchklicken und den Wert hier auch nochmal korrigieren. Fertig? Okay. So, jetzt haben wir hier die Baugrube auf die richtige Tiefe gesetzt und können jetzt direkt an die Maschine gehen. Das heißt, wir nehmen den Sensor und packen ihn hier auf unsere bereits kalibrierte Werkzeug drauf und können jetzt mit dem Ausheben der Baugrube anfangen. Dafür wählen wir jetzt hier noch unser Werkzeug aus, fertig und können jetzt loslegen.
Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.